Diese Dividendenaktie könnte jetzt spannend sein für einen Einstieg für langfristig orientierte Anleger. Und zwar geht es um Norfolk Southern, ein Unternehmen aus den USA, das hauptsächlich ein Eisenbahnunternehmen ist und ja, im Schienen- und Güterverkehr tätig ist. Wir schauen uns heute einfach mal an, ob sich da jetzt aktuell eine langfristige gute Einstiegsmöglichkeit darstellt, weil der Kurs ja jetzt auch in jüngster Vergangenheit relativ stark nachgegeben hat. Ja, Norfolk Southern wurde schon 1982 gegründet und betreibt ein umfangreiches Schienennetzwerk, das den Osten der USA abdeckt. Also das Unternehmen transportiert eine Vielzahl von Gütern, zum Beispiel Kohle, Automobilprodukte, Chemikalien oder aber auch landwirtschaftliche Erzeugnisse, also zum Beispiel Holz. Und man hat eine Schienenstrecke von über 19.000 Meilen und eine wirklich starke Präsenz in wichtigen Märkten, und es ist wirklich ein zentraler Akteur im US-amerikanischen Transportwesen. Ja, Norfolk Southern natürlich auch relativ bekannt, das Unternehmen, für seine Schienennetzwerke, und wir haben jetzt hier mal den Annual Report von 2023 hier eingeblendet. Natürlich auch sehr, sehr interessant, was man hier so präsentiert. Als erstes mal die Financial Highlights, also die wichtigsten Daten mal so grob zusammengefasst hier von Norfolk Southern selber. Wir gucken uns aber noch genauer dann später an, was hier so die wichtigen Dreh- und Angelpunkte sind. Also als erstes mal ist mir aufgefallen, dass der Free Cashflow 2023 hier deutlich niedriger war im Vergleich zu den Vorjahren. Also da hat man wirklich einen sehr starken ähm, ja, Einsturz gehabt. Aber da sagt man dann eben ja auch da unten, dass hier ja so ein bisschen Einmaleffekte auch natürlich mit reinkommen, ist ja auch klar. Grundsätzlich ist mir noch aufgefallen, dass die Shares outstanding hier auch stark reduziert werden konnten. Also man kauft hier auch viele Aktien zurück. Und generell sind aber die Railway Operating Revenues, also die Umsätze, grundsätzlich leicht sinkend gewesen im Vergleich zu 2022. Aber man kommt jetzt eben auch aus dieser Hypephase aus Corona zurück. Und ist ja auch logisch, jetzt kommt man wieder zu einer Normalisierung und muss jetzt erstmal hier so ein paar Umsatzrückgänge hinnehmen. Ja, was sagt der CEO dazu? Also der hat mal, ja, der hat eigentlich zusammenfassend gesagt, dass er zufrieden ist mit dem Jahr, und man hat 1,8 Milliarden US-Dollar an die Aktieninhaber ausgeschüttet, also 1,2 Billionen US-Dollar in Dividenden, und 600 Millionen Dollar hat man Rückkaufprogramm durchgeführt, also für 600 Millionen. Also auch relativ schön, dass man hier so viel an seine Aktionäre zurückgibt sozusagen. Sieht man mal ein paar so Chair-Members, die da Teil im Management sind. Und was für mich jetzt noch wichtig ist, ist das Rail Operation Netzwerk. Und das sieht man mal hier relativ schön. Also da sieht man mal wirklich aufgefächert, wo hat denn Norfolk Southern überhaupt seine Schienen und wo ist man wirklich hauptsächlich am Operieren. Das sieht man auch mal noch mal besser hier, wenn man sich es anschaut. Da sieht man ganz genau, wo hier der Fokus einfach liegt. Man muss ganz klar sagen, der liegt absolut im Osten. Also hier so Florida, New York rum, Washington DC. Also man deckt hier wirklich nur den Osten von US-Amerika, also United States of America ab. Also wirklich ein sehr, sehr fokussierter Player und ist im Vergleich zum Beispiel zu Canadian Pacific oder so viel konzentrierter aufgestellt. Hier unten sind noch mal so ein bisschen aufgeführt, wo man seine wichtigsten Umsätze herbekommt. Und hier ist Intermodal mit 60% der allerwichtigste, also so Güterverkehr. Also grundsätzlich einfach irgendwelche Waren, die man da in diesen riesigen Boxen und Containern eben liefert und ja, über die Schienen eben logistisch bearbeitet. Ja, dann hier so 6,7 Total Carloads in Millionen, also auch relativ viele Carloads, die man hier ausliefern ist. Und man hat über 800 Standorte und beliefert zum Beispiel auch hier 43 Häfen. Also man ist da wirklich hier auch in am Ostgebiet wirklich sehr, sehr stark mit eingebunden. Auch natürlich dann in diese Schifffahrt und Logistik. Ja, also sehr, sehr interessant, das auf jeden Fall zu sehen. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, dass man hier deutlich
ja, fokussierter einfach aufgestellt ist, was das Schienennetzwerk angeht, im Vergleich zu zum Beispiel hier Canadian Pacific etc. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Jetzt gucken wir mal noch kurz hier auf eine Aktion von Finanzen Net Zero. Und zwar hat man jetzt hier im Moment so eine kleine Werbeaktion gemacht und man erhält jetzt hier 25 Euro Startguthaben und 5 Euro für jedes Tor, das die deutsche Nationalmannschaft in der EM 2024 trifft. Das fand ich ganz witzig, ist ganz cool. Also wenn jemand von euch noch ein Depot braucht oder vielleicht für eine zweite Strategie irgendwas noch haben möchte, ist das natürlich cool. Man kann dann hier bis zu 75 Euro ja, EM-Guthaben sozusagen bekommen, aufs Depot überwiesen. Ist ganz witzig. Wir haben ja jetzt schon 5 Tore geschossen, also würde man jetzt schon 50 Euro bekommen, wenn man sein Depot hier eröffnet. Wenn ihr da Lust drauf habt oder ja, einfach einen neuen Broker noch braucht oder vielleicht habt ihr auch noch keinen, könnt ihr auch mal in den Kommentaren schauen. Da habe ich das auch verlinkt. Da muss man nur diesen Link befolgen und dann noch den Code bei der Anmeldung EM 2024 eingeben. Dann bekommt man auch diese Promo hier mit. Ja, dann schauen wir jetzt weiter auf den Chart. Der Chart von Norfolk Southern ist langfristig ja, eigentlich aufwärts gerichtet. Sieht relativ schön aus. Das Einzige, was man sagen muss, ist, dass der schon auch geprägt ist von immer mal wieder relativ starken Korrekturzyklen. Also wir haben immer mal wieder starke Einbrüche, sowas wie 2008, 2009, 2015, dann natürlich Corona und jetzt zuletzt sind wir aber auch wieder in so einer Korrekturphase und bewegen uns jetzt hier auch wieder schon länger abwärts. Wenn man mal den Trendkanal sich anschaut, sehen wir aber, dass wir uns relativ weit am unteren Ende hier befinden. Und deswegen ist es für mich jetzt auch gerade im Moment so interessant, die Aktie mal ganz genau anzuschauen. Und hier mal auf Monatsbasis mit dem FIB angelegt, sehen wir, dass wir hier unten schon genau am 61,8er gedreht sind und haben uns jetzt hier wirklich extrem dynamisch rausbewegt und konnten auch diesen beigen Abwärtskanal dann durchbrechen. Das haben wir jetzt gemacht, diese wunderschöne Bewegung bis hier hoch auf 260 US-Dollar und sind aber jetzt wieder am Korrigieren und sind im Moment bei 220 US-Dollar, also haben schon wieder 40 abgegeben und kommen aber jetzt wieder in eine wirklich wichtige Unterstützungszone hier rein in grün. Also wir hätten da noch ein bisschen Platz nach unten. Schauen wir mal auf den Tageschart. Und da, wenn ich jetzt diesen Wochenimpuls hier mal nehme, dann sehen wir, dass so bei 213, 214 US-Dollar das FIB liegen würde, mit natürlich dieser wunderschönen Unterstützungszone. Also wenn die Aktie noch ein bisschen runterkäme auf diese grüne Zone und sich dann stabilisiert und spätestens könnte man jetzt aktuell über 230 US-Dollar hier einsteigen, wenn man das Kaufsignal abwarten möchte. Und alternativ sollten wir uns jetzt da nicht in der Zone direkt stabilisieren, wäre hier unten auch nochmal eine kleine Gap offen, also eine Lücke, die könnte auch nochmal als Unterstützungszone helfen und natürlich hier drüben noch so ein paar Unterstützungen. Also von der charttechnischen Situation jetzt her im Moment sehr, sehr interessant, also Impulsive, Corrective, einfach wirklich richtig starke Kursanstieg, jetzt langsam die Korrektur dieses Anstiegs und ja, wir erwarten natürlich dann, wenn wir uns jetzt da stabilisiert haben, einen Anstieg wieder hier nach oben, also oben raus, irgendwie so eine Stabilisierung hier, bam, und dann geht es natürlich weiter Richtung Norden. So stelle ich mir das zumindest vor, könnte ich mir vorstellen, dass es dazu kommt, wenn wir uns hier stabilisieren sollten. Aber es ist natürlich immer keine Anlageberatung, immer nur meine eigene Meinung. Ihr handelt ja sowieso immer mit eurem eigenen Kapital und somit auch immer auf eigenes Risiko. Ja, wir gucken uns jetzt mal den Overview an. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 90 Milliarden US-Dollar und im Moment eine Dividendenrendite von 2,5%, also auch schon ordentlicher Dividendenzahler. Die Cashflows bzw. die Gewinne, die sind ja sehr, sehr zyklisch und das sieht man eben jetzt hier auch an den KGVs. Wenn man jetzt hier diesen KGVs ja, Wert schenken möchte, dann sind wir aktuell historisch sehr, sehr überbewertet. Aber da würde ich dann lieber in diesen überbewerteten Phasen investieren, also als antizyklischer Schachzug, anstatt andersrum. Und wenn man hier den Umsatz anschaut, das haben wir vorhin auch schon gesehen, in dem 2023 Report, sehen wir, dass von 2022 auf das 2023er Jahr die Netmargen gesunken sind und die Umsätze und natürlich auch das Net Income logischerweise. Also man konnte jetzt hier die Netmargen nicht mehr halten, wie davor.
aber in den Vorjahren konnte auch der Umsatz immer weiter gesteigert werden. Also das ist einfach so ein bisschen die Normalisierung, die jetzt hier aus Corona auch stattfindet, wo natürlich viel mehr auch transportiert wurde, weil der E-Commerce und so weiter auch stark angezogen hat. Hier sieht man mal die Verteilung auf die Umsatzsegmente. Ja, und hier ist eben dieser Güterverkehr am wichtigsten mit 25%. Dann hat man hier noch so Agriculture, also ähm, irgendwelche Düngerwaren und Holz, Chemikalien, Kohle, irgendwelche Metalle. Und hier sieht man mal Dividendenhistorie, also auch schon historisch relativ hoher Yield auf jeden Fall. Man steigert auch die Dividende schön. Hier sieht man mal die Verschuldung. Debt to Free Cashflow sieht sehr schlecht aus, zumindest jetzt 2023. Da haben wir wirklich einen hohen Verschuldungsgrad von circa 18-fach, aber wir gucken jetzt dann gleich noch auf Net Debt to EBITDA, würde ich sagen, ist eher oder aussagekräftig bei hier Norfolk Southern. Wir sehen jetzt hier mal den Cash from Operating Activities und den Free Cashflow. Und da sehen wir, dass der jetzt von 2022 auf jeden Fall sinkend war und sich aber davor wirklich auch dynamisch entwickelt hat. Und ich denke doch, dass das sich wieder in Zukunft fangen wird und da wieder mehr nach oben möglich sein sollte. Schauen wir mal aufs Income Statement. Hier sieht man nochmal die Total Revenues aufgelistet und wir sehen, dass da langfristig schon aufwärts geht, auch wenn es immer mal wieder kleinere Rückschritte gibt. Beim Net Income sieht man das Gleiche, also das entwickelt sich eigentlich relativ schön zusammen mit dem Umsatz. Das EBITDA beträgt jetzt im Moment 4,1 Milliarden US-Dollar und das vergleichen wir jetzt hier mal mit den Net Debt und dann sehen wir auch gleich, was wir für einen Verschuldungsgrad haben. Im Moment wäre das ein Verschuldungsgrad von vierfach, also viermal EBITDA zu Net Debt, das ist also noch eigentlich im Rahmen, ist okay für so einen stark eingesessenen Eisenbahnbetreiber, auf jeden Fall völlig in Ordnung und man möchte ja auch hier weiter seine Kapazitäten ausbauen, also Investitionen in die Modernisierung, den Ausbau des Schienennetzes sind ja sehr, sehr wichtig und dafür braucht man natürlich auch einfach die Schulden, die man hier aufgenommen hat, um das Netz aufrechtzuerhalten und man möchte ja auch seine Effizienz steigern und die Margen dann erhöhen. Und klar, natürlich spielt auch Nachhaltigkeit da eine wichtige Rolle. Und wir gucken jetzt nochmal auf die Statistiken und zwar hier mal auf die ausstehende Aktienanzahl, wie es da ausschaut. Wir haben jetzt noch 225 Millionen Aktien ausstehen und sehen, dass die jedes Jahr reduziert wurden, also relativ stark auch. In den letzten 6 Jahren hat man hier knapp 50 Millionen Aktien zurückgekauft. Wow, also wirklich schön zu sehen, dass man hier das Kapital einfach zurückführt an die Aktionäre. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn man mal den Price-to-Free Cashflow im Moment anschaut, dann sehen wir, dass wir da jetzt historisch gesehen auch deutlich höher sind als normalerweise. Ist ja auch klar, weil der Free Cashflow so stark zurückgegangen ist. Enterprise Value to EBITDA ist auch eher historisch erhöht, aber das ist halt auch eben dieser antizyklische Einstieg, den man da suchen sollte. Und wenn wir uns hier nochmal die EBITDA-Margen, Netmargen anschauen, dann sehen wir, dass die jetzt seit 2021, 2022 doch relativ stark gesunken sind und davor aber eigentlich immer leicht angestiegen sind. Also man ist halt einfach auch abhängig jetzt von den aktuellen konjunkturellen Marktumfeld und von den Trends. Also auch natürlich langfristig spielt da die Verlagerung vom Straßengüterverkehr auf die Schienen eine große Rolle. Also auch aufgrund auch von Umweltaspekten und Kostenüberlegungen. Da entscheiden sich ja wirklich viele dann umzusteigen auf die Schienen und dann könnten natürlich auch wieder die Margen und die EBITDA-Margen steigen. Aber ja, die wirtschaftlichen Bedingungen sind einfach so ausschlaggebend für Norfolk Southern, weil die Schwankungen in der Wirtschaft die Nachfrage von Gütertransporten auf jeden Fall stark beeinflussen können. Die Dividende, hier wirklich schön zu sehen, die ist immer weiter gestiegen, haben im Moment eine Payout Ratio von 67%. Ja, man hat jetzt eben auch wieder weniger verdient wie im Jahr davor, aber die war historisch gesehen immer so zwischen 30 und 50% und ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. In Zukunft sollen die Earnings per Share wieder anfangen leicht zu wachsen. Man soll aber dann erst wieder sowas wie 2025 auf Niveau von 2022 sein. Also erst nächstes Jahr wieder auf dem gleichen Niveau. Was den Umsatz betrifft, da soll man dieses Jahr schon leichtes Umsatzwachstum haben. Und das soll sich auch in der Zukunft weiter fortführen.
Also völlig in Ordnung. Ist eben auch ein langsam wachsendes Unternehmen einfach. Es ist halt auch ein gesättigter Markt. Hier diese Railway-Aktien, da kann kein neuer Player mehr reinkommen und die einfach so disruptieren. Also sehr, sehr schwierig und die haben einfach wirklich einen extrem starken Burggraben. Also im Vergleich zu Canadian Pacific Kansas City, da habe ich mal auch ein Video dazu gemacht, blende ich jetzt oben rechts einmal das Video, könnt ihr euch auch anschauen. Finde ich das Unternehmen sehr interessant, aber ich würde jetzt behaupten, die haben deutlich weniger gute Wachstumsaussichten und vielleicht auch eine schlechtere Marktposition wie Canadian Pacific. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher zu Canadian Pacific greifen und die laufen aber jetzt auch ähnlich wie Norfolk Southern hier eine interessante Zone an. Der Unterschied zu Canadian Pacific ist halt, dass wir hier wirklich immer diese wirklich starken Korrekturphasen auch haben. Also hier in diesem ganzen 2022-Zyklus, da haben wir hier bei Norfolk Southern wirklich einen extremen Druck nach unten hier gesehen, während sich Canadian Pacific wirklich eher seitwärts bewegt hat. Also je nachdem, wie es einem beliebt. Also hier kann man dann eben wirklich antizyklisch wunderschöne Einstiege finden bei Norfolk Southern und Canadian Pacific ist halt der deutlich stabilere, langweiligere Wert, der jetzt nicht diese starken Korrekturphasen hat. Bietet natürlich dann auch nicht die wirklich richtig guten einmaligen Einstiegschancen, wie zum Beispiel jetzt hier NSC. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, dass Norfolk Southern eigentlich wirklich eine attraktive Investitionsmöglichkeit sein könnte. Also vor allem für Leute, die vielleicht an stabilen Dividenden und langfristigen Wachstum interessiert sind. Das Unternehmen hat eine starke Marktposition auf jeden Fall und ist finanziell einigermaßen solide aufgestellt und verfolgt natürlich auch einen zukunftsorientierten ähm, Wachstumsmarkt und eine Wachstumsstrategie. Aber man muss natürlich auch klar sagen, es gibt da viele Risiken, man ist sehr von Marktbedingungen abhängig und das muss jeder für sich selber entscheiden, ob für ihn so eine Investition in einen relativ gesättigten Markt einfach Sinn macht oder ob er da irgendwo anders vielleicht bessere Chancen sieht. Für mich auf jeden Fall interessant, bleibt weiterhin auf meiner Watchlist. Ich ziehe es vielleicht in Betracht, mal unten hier nochmal genau drauf zu schauen, wenn wir in der Zone sind. Aber wie immer, ihr entscheidet immer selber, was für euch am besten ist und trefft eure eigenen Investitionsentscheidungen. Ja, das war das Video heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und checkt den ersten Kommentar aus mit dem Ref-Link, falls ihr noch kein Depot habt oder ihr ein zweites braucht, um euch zum Beispiel hier so ein Cashflow-Strategie-Portfolio aufzubauen. Also auch ganz interessant immer, wenn man einfach mehrere Aktien bespart oder mehrere Aktien in ein Depot extra legt, die wirklich hohe Dividendenrenditen haben und so ein bisschen den Cashflow und den Jahresfreibetrag von 1000 Euro auszunutzen. Alles klar, danke, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.